useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge möchte ich euch hier zwei neue Dinge in Infinity Kingdom zeigen. Zum einen möchte ich euch zeigen, wie wichtig die Schatzkammer für uns sein kann. Der zweite Part wird sich damit beschäftigen, wie schon in meinem letzten Video, wo ich für die App Gallery Werbung gemacht habe, also welches Mega-Angebot aktuell für euch bereitsteht und wie ihr das claimen könnt. Beginnen wir mit dem ersten Teil, der sich auf das Gameplay bezieht. Also, wir haben hier in diesem Spiel zum einen Drachen. Drachen sind im Grunde genommen der 5. Mann in unserer Truppe. Wir haben mal 4 Kommandanten, 4 Unsterbliche und einen Drachen, der supportet. Ihr werdet relativ schnell alle bis auf den Shadow und den Holy Drachen freischalten. Wichtig ist, gerade am Anfang, wenn ihr Free-to-Play oder auch generell als Spieler, fokussiert euch erstmal wie bei den Kommandanten auch auf eine Gattung, also hier auf einen Drachen. Den Drachen könnt ihr upgraden, seht ihr links bei mir noch 2 Tage. Das kostet nur Gold. Aber der Drache hat auch Skills. Meiner hat jetzt mittlerweile 2 Skills. Und hier und dann noch einen Freeze, möglichen Freeze. Und um diese Skills abzugraden, benötigen wir Kristalle, Wasserkristalle. Und hier kommt jetzt die Schatzkammer ins Spiel. Denn diese Kristalle bekommt man durch das Öffnen von Kisten in der Schatzkammer. Das heißt, Punkt 1, ihr wollt immer hier drin Kisten haben. Ihr wollt niemals Leerlauf haben. Das ist wie bei den Gebäuden, bei den Forschungen. Ihr wollt keinen Leerlauf haben. Also achtet darauf, wenn ihr eure AP verwendet, schaut, dass ihr genug Kisten in eurer Schatzkammer habt. Nun zum Thema. Was bekommt man aus diesen? Ich klicke mal welche an. Natürlich aktuell schwierig. Ich werde mal eine im Grunde nochmal boosten. So, da sehen wir, da haben wir unsere Wasserkristalle im Grunde genommen dabei. Und hier gibt es verschiedene Arten. Das hier war eine graue Kiste, Level 2. Das hier ist eine grüne Kiste, Level 2. Das heißt, die graue ist irgendwo das niedrigste, dann kommt also grau, grün, blau, lila. Das sind wohl die Kistenarten. Und je nachdem, welche Farbe die haben und das Level, basiert darauf, wie viel Crystals bekommt ihr. Und die Zeit. Die Zeit basiert sich auch darauf. Hier haben wir eine Level 2er Kiste im grünen Bereich und hier eine Level 3er Kiste im blauen Bereich. Ihr seht, sind die Unterschiede relativ groß. Wie bekommt ihr diese Kisten, von denen ihr immer welche haben wollt? Wenn wir jetzt ganz normal auf die Map navigieren und mit der Suchfunktion suchen, dann haben wir hier 4 verschiedene Bosse. Und alle diese Bosse, die droppen uns im Grunde genommen diese Crystals. Indirekt. Die droppen uns nämlich diese Kisten, aus denen wir die Crystals bekommen können. Guck mal neben meine Burg, hier habe ich auch Level 7, die kann ich natürlich jetzt nicht machen, die sind noch ein bisschen zu stark für mich, muss ich ehrlich eingestehen. Aber hier sehen wir im Grunde genommen, okay, hier bekommen wir unsere Kisten raus. Die Wahrscheinlichkeit, wann ihr eine graue, eine grüne, eine blaue, eine lila bekommt, die ist zufällig. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, man besiegt jetzt Level 6, dann bekomme ich eine blaue Kiste. Nein, zum einen, das Level des Gegners hängt davon ab, welche Levelstufe die Kiste hat. Aber welche Qualität die Kiste hat, ist random basierend. Wenn ihr diese dann macht, dann bekommt ihr diese Kisten und diese werden auch automatisch in eure Schatzkammer gepackt. Das heißt, ihr könnt nicht mehr als 3 dieser Kisten in der Schatzkammer haben. Also, wenn ihr schon an euren Unsterblichen vernünftig arbeiten wollt und sagt, man Marsch soll stärker werden, dann sollt ihr auch darauf achten, dass ihr dieses Gebäude, die Kisten in diesen Gebäuden permanent nicht voll habt, aber zumindest nicht leer habt. Da sollte immer was laufen. So wie bei mir sollte es nicht aussehen. Ihr sollt zumindest immer irgendwas anstellen zum Laufen, dass da drin was passiert. Ihr wollt diese Leerzeit nicht haben. Also Leute, arbeitet an diesen Kisten, verbessert eure Drachen und dann werdet ihr auch einen guten Marsch in Zukunft haben. Nun kommen wir zum zweiten Teil des Videos. Ich möchte euch vorstellen, wie ihr noch effektiver aktuell mit der App Gallery in Infinity Kingdom wirtschaften könnt. Hierfür habe ich euch einmal ein Angebot mitgebracht, in dem ihr sehen könnt, was hier so gibt. Wie wir sehen, gibt es aktuell ein Angebot, bei dem ihr 20% zurückerhaltet. Das funktioniert wie folgt. Wenn ihr Kaufoptionen neben den Huawei-Punkten macht, also beispielsweise mit der Bankkarte oder ähnliches, ist völlig egal, wenn ihr einen Kauf tätigt, bekommt ihr 20% von dem Eingesetzten umgewandelt in Huawei-Points zurück. Das bedeutet, ihr bekommt sowieso, weil ihr den Huawei Store nutzt, 25% günstigere
Angebote und zudem bekommt ihr von diesem günstigeren Preis 20% nochmal zurückerstattet, wieder als Guthaben, was ihr wieder ins Game stecken könnt. Dies ist ein Osterangebot, welches exklusiv nur für die Nutzer von der App Gallery zugänglich ist. Es findet statt vom 4.4. bis zum 10.4. Also Leute, wenn ihr sagt, okay, ich möchte vielleicht zu Ostern 1, 2 Euro reinstecken, jetzt ist die richtige Zeit, holt euch das Angebot mit. Die anderen Angebote, die wir von vorher kannten, sind auch weiterhin erhältlich. Das heißt, wenn ihr das erste Mal es kauft, wenn ihr es downloadet, diese Angebote sind weiterhin für euch verfügbar. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte mir das nochmal genauer durchlesen, dieses Angebot, mal selber durchscrollen, dann schaut gerne einmal in die Beschreibung, dort poste ich alle Links. Dort ist auch übrigens ein Download-Link, wo ihr das Spiel downloaden könnt. Und auch eine Beschreibung, wie ihr das machen könnt, wenn ihr kein Huawei-Device habt. So, werte Freunde, das war hier die heutige Folge von Infinity Kingdom zu der Schatzkammer und dem neuen Angebot in der App Gallery. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen hierzu haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.